Hallo allerseits. Hallo. Wir sind heute wieder in Berlin unterwegs. Wir haben unsere Brandenburger Umgebung weitgehend abgegrast. Da fiel uns halt nichts Besseres ein. Und zwar wandern wir heute am Tegeler Fließ. Das Tegeler Fließ ist ein 30 Kilometer langer Bach in Brandenburg, von dem sich rund 10 Kilometer auf Berliner Stadtgebiet befinden. Das Gewässer wurde nach dem Berliner Stadtteil Tegel benannt. So in Berlin sind die Bäume schon viel grüner als bei uns draußen. Das Stadtklima macht sich hier bemerkbar. Das Tegeler Fließ entspringt beim Sumter und Mühlenbecker See in Brandenburg und mündet in den Tegeler See. Es ist eines der wenigen teilweise noch naturnahen, meandrierenden Fließgewässer in Berlin. Auf dem 145 Meter langen Eichwerder Steg kann man das Moor trockenen Fußes durchqueren und erfährt auf Schautafeln, die rechts und links am Geländer angebracht sind, viel Wissenswertes über die Tierwelt, die hier ihren Lebensraum hat.
Hier bewahrheitet sich wieder der Spruch, Berlin ist auf Sand und auf Sumpf gebaut. Auf der rechten Seite ist das Sumpfgebiet und links haben wir eine Binnendüne. Na, ihr Hübschen, ich bin mal so frei und filme ihre Hunde. Oh ja, die sind so meine Stars. Warum Füttern für Enten schädlich ist, das wissen leider viel zu wenige. Der Köppchensee, ein alter Torfstich. Im 19. Jahrhundert wurde an diesem nassen Moorstandort Torf gestochen. Wir sind hier nun immer noch im Berliner Stadtgebiet. Und wie man hört? Hört man nichts, außer ein paar Vögel. Herrlich. Bin ich ja gespannt, wie tief das Wasser ist. Geht nicht weiter? Hier so tief ist wie weit? Du musst einen großen Schritt machen nach vorne. Ich kann keinen großen Schritt. Ich habe kurze Beine. Also wir haben es versucht. Detmar hat jetzt Wasser in den Schuhen. Wir kommen hier nicht durch. Wir müssen umkehren und einen Umweg machen. So normalerweise wäre hier unser Weg da hinten lang gegangen. Aber wir mussten nur hier rum, weil die große Pfütze da war. Und jetzt geht es deswegen ein Stückchen durch die Ortschaft. Welcher Stadtteil ist das hier? Weiß ich gar nicht.
So, hier schließt sich der Kreis. Wir sind vorhin von da gekommen und hier über den Bohnensteg gegangen. Und jetzt geht es so rum wieder zurück. Also der Rundweg ist beendet. Wir gehen jetzt wieder den Weg zurück, den wir heute früh gekommen sind. Ja, wir sind zurück. Na, noch nicht ganz. Wir haben noch ein Stück bis zum S-Bahnhof. Aber hier ist es noch ruhig. Bevor wir dann richtig in der Stadt drin sind, machen wir lieber hier unsere Abmoderation. Die kleine Pause kann auch nicht schaden noch. Genau. Ja, ist eine ganz schön große Runde für unsere Verhältnisse gewesen. Aber das Tegeler Fließ ist so eine schöne Naturlandschaft. Also wir sind eigentlich begeistert. Auf jeden Fall. Die Natur schöner als in Brandenburg, muss ich sagen. So eine Ecken haben wir gar nicht. Wir als Landeier sind es natürlich nicht gewöhnt, dass wir beim Wandern Großleuten begegnen. Aber hier sind haufenweise Spaziergänger, Radfahrer und Jogger unterwegs. Ist in Berlin. Und das auch am Wochentag. Also am Wochenende ist hier bestimmt Bambule, bei so einem schönen Wetter. Ja, aber der Weg auch sehr gut zu gehen, bis auf einige wenige Asphaltabschnitte. Ein sehr schöner Weg, teilweise schmale Pfade. Der Bohnensteg durch den Sumpf Ist herrlich, herrlich angelegt. ist das Highlight dieser Tour. Ja, wir empfehlen das jedem, der mal hier im Nordwesten Berlins ist, auf jeden Fall diese Wanderung zu machen. Und es ist ruhig hier. Seitdem der Tegeler Flughafen zu ist, hört man auch kein Flugzeug mehr. Nee, gar nicht. Hier ist keine Autobahn in der Nähe, keine Bundesstraße. Man hört nur die Vögel. Herrlich, Eben Natur, Natur. pur. So, jetzt haben wir, wie gesagt, noch so, weiß ich nicht, 1-2 Kilometer bis zum Bahnhof Weidmannslust. Und dann geht es per Bahn wieder nach Hause. Wir danken fürs Dabeisein. Wie immer und sagen Tschüss, bis zum nächsten Bis Mal. zum nächsten Mal. Ciao.